Wir haben halt gesagt, wir machen das nicht, um Geld zu sparen, sondern um gesünder und bewusster zu leben und haben deshalb gesagt, okay, das Geld, was wir da sparen, geben wir an anderer Stelle für bessere Qualität aus. Moin, wir sind Paul und Greta und wir sind nach 1,5 Jahren Vanlife in der Großstadt hier in unser baufälliges Haus mit Selbstversorgergarten gezogen. Den Hühnerstall haben wir komplett abgecycelt aus alten Paletten. Die haben wir einfach geschenkt bekommen, beziehungsweise einfach im Internet geguckt, wo es irgendwie gratis Paletten abzugeben gibt. Dann haben wir die geholt und haben für sage und schreibe 3 € den kompletten Hühnerstall gebaut. Wir wollten halt auch gerne einfach hier bei uns im Garten so natürliche Kreisläufe entwickeln und haben uns halt überlegt, okay, dass wir gerne Tiere halten wollen und dann überlegt haben, okay, was für Tieren können wir irgendwie ein schönes Zuhause bieten, also was passt hier überhaupt in den Garten rein, was passt auch vom Platz her und was nutzt dann eben aber auch zum Beispiel uns noch ein bisschen was. Also wir geben denen halt was, nämlich Essen und Platz und irgendwie ein cooles Leben und die können hier machen, was sie wollen und die legen halt noch Eier und das ist halt irgendwie schön, dass so ein Kreislauf mit den Hühnern entstanden ist hier bei uns im Garten. Und sie sind eine super Abfallverwertung für alle möglichen Sachen aus der Küche. Ja, jetzt wohnen wir in einem Haus zu 5, also wir wohnen da nicht alleine, sondern wir haben noch 3 ganz tolle Mitbewohner und genau, mit diesem relativ großen Garten und bewirtschaften den jetzt und haben noch Hühner und die Katze ist immer noch mit dabei. Ja, das hat sich jetzt bei uns gerade so verändert. Willkommen in unserem Studio, wie wir es liebevoll nennen. Das war eigentlich mal das Wohnzimmer des Hauses und jetzt benutzen wir das vor allem als Arbeitsplatz für uns, weil wir hier einfach Platz haben, uns kreativ auszutoben und unsere Sachen zu arbeiten, die wir eben so arbeiten. Wir haben hier Musik, nämlich ein Klavier von meiner Oma noch, das ist halt, durfte dann hier einziehen oder beziehungsweise hier umziehen aus der Ecke rein in den großen Raum. Paul spielt auch manchmal Klavier. Ich kann kein Klavier spielen, aber ich höre dann zu und ja, so Stück für Stück haben wir uns dann hier irgendwie so ein bisschen eingerichtet. Das Haus ist von Gretas Oma, die ist letztes Jahr gestorben. Und dann sollte das Haus eigentlich abgerissen werden, weil die Grundsubstanz schon relativ baufällig ist. Und da haben wir dann aber gesagt, so nachhaltig wie wir sind, hey, aber so 5 Jahre hält es vielleicht noch. Und dann dachten wir, okay, wir probieren das einfach mal aus. Und jetzt sind wir hier mit unserem Garten und so einem kleinen baufälligen Häuschen. Genau, wir wollten ja auch irgendwie schon immer mal in einer Gemeinschaft leben. Und auch irgendwie, wir haben auch in der den letzten Monat im Van haben wir dann auch gemerkt, okay, wir hätten gerne so ein bisschen mehr Garten einfach, also gar nicht unbedingt mehr Wohnplatz, sondern eher so ein bisschen mehr Garten, dass man auch mal irgendwie ein bisschen was anbauen kann und wir hätten da bestimmt auch ganz viele andere Lösungen noch gefunden, aber dann kam halt irgendwie das und ich glaube, im Leben kommt auch oft irgendwie das Ding dann an der richtigen Zeit, zu einer richtigen Stelle und so war das irgendwie mit dem Haus auch und jetzt können wir hier halt irgendwie zu 5 super schön leben und haben halt diesen Garten so Stück für Stück einfach so ja, bewirtschaftet und auch irgendwie so viel gebaut und gemacht, dass es einfach super schön ist und wir uns hier total wohlfühlen können. Das ist ein Hügelbeet und das stammt so aus der Permakultur und wir hatten hier einen riesigen Busch davor stehen und den mussten wir irgendwie loswerden. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den einfach abzuholzen, den drunter zu legen und mit Erde und Kompost alles aufzufüllen. Und jetzt ist es halt so ein Hügelbeet, was von unten Wärme abgibt. Das heißt, man kann halt einfach viel, viel länger Gemüse anbauen und im Frühjahr und im Herbst wärmt das die Pflanzen und die können einfach ein bisschen früher schon in die Erde oder auch noch ein bisschen später gepflanzt werden und gesetzt werden. Unsere anderen Beete haben wir zwar noch nicht als Hügelbeet angelegt, aber auch nach Permakultur als Mischbeet. Und das ist eigentlich meistens Kohl mit irgendeiner Zwischenpflanzung, also zum Beispiel Rotkohl mit Erbsen oder wie hier Kartoffeln mit Bohnen.
Genau, da haben wir einfach geguckt, was sind gute Nachbarn für die jeweiligen Pflanzen. Und dann haben wir das so gepflanzt. Und das funktioniert echt super. Die können sich total gut unterstützen. Zum einen rauben sie sich nicht Nährstoffe. Also ein Kohl raubt einer Erbse keine Nährstoffe. Zum Beispiel kann aber ein Kürbis oder eine Bohne an eine Maispflanze total gut hochranken. Und sich da halt gegenseitig stützen. Und solche Korrelationen gehen ganz, ganz viele Pflanzen ein. Genau, hier haben wir jetzt noch so einen Erdkeller. Und die Idee dahinter ist einfach, dass wir unsere ganze Ernte und unser ganzes Gemüse dann da einlagern können. Und es ist halt super kalt, also es kühlt. Und im Winter erfrieren die Sachen aber nicht. Also im Sommer hast du es halt immer kalt und im Winter friert es halt nicht ein. Das ist halt total praktisch. Und wir hatten letzten Sommer das Ding auch bis fast oben hin voll. Also jetzt sieht es gerade ein bisschen mau aus, weil die Ernte ja noch kommt. Aber letztes Jahr war es komplett voll. Also ich bin auf einem Dorf aufgewachsen und wir hatten eigentlich immer einen Garten. Mein Opa hatte einen riesigen Garten mit Hühnern und Kaninchen. Und da habe ich auch irgendwie immer schon ziemlich viel mitbekommen und da auch damals schon viel geholfen. Und da war so dieses Grundding auf jeden Fall da. Und dann haben wir uns aber informiert über YouTube, über Google, über Bücher, wie man so einen Garten eigentlich nachhaltig gestaltet. Weil das, was wir früher gemacht haben, das war klassische, konventionelle Landwirtschaft, wenn man das so nennen kann, im Garten halt. Und das wollten wir aber nicht. Wir wollten gucken, hey, können sich Pflanzen irgendwie gegenseitig bedingen? Kann man irgendwie Ressourcen sparen, Wasser sparen, Platz sparen? Wie macht man das? Wie macht man den Garten möglichst nachhaltig? Und dann haben wir uns informiert und haben das so gemacht. Ich glaube, hier haben wir nochmal Paprikas. Und das sind die Tomaten. Und noch ein paar Kartoffeln, weil wir eine Tomoffel machen wollen. Das ist Pauls neues Projekt, die Tomoffel. Ja, das sind gerade noch so die Überreste vom Pflanzenkindergarten, die jetzt noch nicht im Beet sind. Und Tomoffel ist eine Kartoffel und oben wird eine Tomate drauf veredelt. Und dann hast du oben Tomaten und unten Kartoffeln. Und hast quasi nur die Hälfte vom Platz. Das ist unser Gewächshaus und das hat jetzt neuerdings hier oben. Ich komme nicht ran, ich bin zu klein. Abliegen. Und dann kann man hier. Das Gewächshaus haben wir auch, die Fenster haben wir auch abgecycelt. Und ansonsten hat, glaube ich, der Bau auch nur 4-5 Tage gedauert und dann war es halt fertig, weil wir auch schnell den Platz brauchten. Und ja, die Steine sind, unten haben wir sozusagen das Fundament mit so Stein gemacht. Die hatten wir halt auch von unserem Terrassenbau noch übrig. Und eigentlich mussten wir dann nur ein bisschen Holz und eben diese Plane dafür kaufen. Da hinten unter dem Waldmeister ganz versteckt sind unsere Pilzbeete. Genau, da sieht man jetzt noch nicht so viel. Aber hier haben wir im Frühling haben wir Löcher gebuddelt, Stroh reingemacht als quasi Grundsubstrat und dann Pilzmyzel. Und wenn wir ganz viel Glück haben, kommen im Herbst Champignons, Kräuterseitlinge und Austernpilze. Wo man aber schon mehr sieht, ist auf der anderen Seite hinter dir, da sind nämlich Pilzstämme. Da wächst das Myzel in Holzstämmen. Die Plastikfolie im Wald. Das hier ist Austernmyzel und hier siehst du schon, so ein bisschen wird es langsam. Ja, aber ein bisschen wird es langsam weiß drunter. So. So züchtet man Pilze? Mhm. Also eigentlich, oder auch so, da sind auch schon, das ist auch Myzel drin. Du wirst halt einfach ein Loch rein, steckst die Myzeldübel rein und dann vermehrt sich das da irgendwie ein paar Monate und dann hast du die nächsten 5 Jahre Pilze, wenn alles fit geht. Das ist so ein bisschen so eine Art Lehrgarten. Also ich weiß, das sehen wir ja schon an unseren Mitbewohnern, wenn Radieschen wachsen gar nicht in Bündeln. Aber auch irgendwie mit unseren Videos, wenn wir dann irgendwie Filme drüber drehen, was wir gerade irgendwie Neues gebaut haben oder Neues entdeckt haben. So. Ist total schön, das auch irgendwie zu teilen und Leuten zu zeigen, hey, so und so machen wir das und so sieht Ursprünglichkeit eigentlich aus. Also irgendwie dieses Ursprüngliche und auch nicht nur, hey, ich weiß, wie meine Tomate wächst, sondern hey, ich weiß, was für Pflanzen meiner Tomate gut tun und wie eine Tomate eigentlich wachsen kann, ohne chemische Dünger, ohne chemische Pestizide. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was mich total reizt an dem ganzen Ding. So dieses Ursprüngliche, was auch einem selbst als Menschen total gut tut. Genau, dieses natürliche Leben, das hatten wir, war ja schon immer für uns irgendwie voll das Thema und das haben wir auch im Vanlife immer wieder aufgegriffen und ja auch da super viel einfach geguckt, wie man halt möglichst ressourcensparend leben kann und so. Und es ist hier aber einfach nochmal mehr geworden, weil wir so mehr Möglichkeiten haben, einfach was gerade so diesen Anbau angeht von Gemüse und eben auch diese Tierhaltung und das ist halt super schön, dass man da einfach auch für sich selber, also uns geht es glaube ich echt gut, so, also körperlich
weil wir so krass viel draußen sind und immer in der Erde rumwühlen und halt auch irgendwie natürlich gutes Gemüse essen können und gutes Obst, was halt nicht irgendwie sehr, sehr belastet ist. Und ich finde, das fühlt sich halt für mich super gut an und das ist gerade total stimmig, so wie wir leben. Und das Winterprojekt ist unsere Hochebene geworden. Also wir wollten halt gerne diesen großen Raum noch ein bisschen effektiver nutzen und haben dann überlegt, okay, wie wäre es denn, diese Ecke, die bietet sich ja super an. Also so, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen diese Hochebene und wir hatten eingeplant, so okay, es ist Januar, es ist kalt, wir haben eh nichts draußen zu tun, lass uns das machen und es dauert bestimmt so ein paar Wochen und es war halt so, nach 3 Tagen war das Ding fertig, wir waren glücklich, aber nach einer Woche ein bisschen traurig, dass wir nichts mehr zum Bauen hatten. Nee, und dann konnten wir die ganze gewonnene Zeit einfach dafür nutzen, da zu spielen, weil da oben ist so unsere Spielecke, da haben wir irgendwie super viel so Gemeinschaftsspiele und sitzen dann da immer und das ist voll schön. So, unten ist Rumpelkammer und oben ist Schlafzimmer. Genau, hier ist unser kleines, feines Schlafzimmer. Es ist auch nur zum Schlafen, also für mehr reicht es auch nicht. Aber mehr wollen wir hier oben auch gar nicht machen. Also, es ist ein bisschen wie im Van. Eine kleine, gemütliche Koje. Ich würde sagen, ich glaube, wir geben so 200 € im Monat aus für Lebensmittel. Wir könnten aber bestimmt auch deutlich darunter sein. Es ist halt so, dass wir unser Obst und Gemüse ja aus dem Garten haben oder komplett Containern oder über Foodsharing oder To Go oder so beziehen. Das, was wir da halt einsparen, gebe ich dann zum Beispiel für Bio-Lebensmittel aus. Also ich kaufe halt relativ viel im Bioladen, weil ich mich halt auch dauernd einfach mal damit beschäftigt habe, mit Pestiziden und so und dann für mich halt so diesen Entschluss gefasst habe von, okay, wenn du Geld bei Obst und Gemüse einsparst, so, weil es halt eben aus dem eigenen Garten kommt, dann möchte ich halt an einer anderen Stelle irgendwie zum Beispiel ein bisschen mehr ausgeben oder wir gehen immer unverpackt einkaufen. Und genau, was wir aber auch machen, wir kaufen viel regional, auch auf dem Markt und so Getreide und so, das mahlen wir alles selber und können das dann halt von so einer Getreidemühle hier in der Umgebung abholen, also beziehen das halt von da und das sind dann so Großpackungen und dann zahlt man halt auch wieder ein bisschen weniger. Das ist unsere Bühne, die ist ein bisschen daraus entstanden, dass wir irgendwie so einen Raum und so einen Ort haben wollten, wo halt verschiedene Leute irgendwie sich so ausleben können und wir haben zum Beispiel einen Mitbewohner, der zaubert und da haben wir irgendwie gesagt, hey, es wäre irgendwie super cool, wenn du halt deine Show irgendwie hier auf der Bühne machen könntest oder irgendwie auch Freunde, die Musik machen und dann ist halt diese Bühne irgendwie entstanden und wir haben über 80 Paletten dafür umsonst bei einem Typen abgeholt und haben die halt daraus dann gebaut und so ist die halt nach und nach irgendwie entstanden und jetzt aktuell ist sie halt so ein Ruheort, irgendwie, wir meditieren hier gerne oder machen hier Yoga und abends wird sie dann manchmal zur Zauber- oder, keine Ahnung, Musikbühne. Hier kocht ihr? Zumindest waschen wir hier ab. Genau, das ist unsere Außenküche. Wir haben irgendwann festgestellt, dass unser ganzes Gemüse, was wir ernten, ist ja ein bisschen schmutziger als aus dem Supermarkt. Und wir wollten das dann nicht immer mit reinnehmen und da mit dem guten Wasser dann irgendwie abwaschen. Und deswegen haben wir dann hier die Küche gebaut. Es ist einfach ein altes Waschbecken und ein paar Palettenreste, die wir noch übrig hatten. Und dann kommt hier einfach das Wasser durch und wir können halt unser Gemüse und so weiter abwaschen. Und dann haben wir hier unter so ein Auffangbecken und mit dem können wir dann eben gießen. Also dass wir da auch kein Wasser verschwenden, sondern dass halt alles direkt wieder in den Garten zurückgeht, in die Natur. Wir leben ja hier irgendwie schon so diese Permakultur durch und steigen da jetzt immer mehr durch und legen unsere Beete an, legen unseren Garten an, aber haben auch für uns entdeckt, dass das viel mehr so eine Philosophie ist und sich das durch unser gesamtes Leben zieht, dass wir so eine Art kleine Kreislaufwirtschaft für uns selbst erfassen. Und wir stehen total drauf, auf dieses Ding von, hey, wir tun was Gutes für unseren Planeten und gleichzeitig tun wir damit aber auch was Gutes für unseren Körper. Also so diese Prinzipien der Permakultur mit Earth Care und People Care und Fair Shares, die wir irgendwie dann cool miteinander verknüpfen können. Und genau, das ist ja unser Plan dann auch, wenn dieses Haus dann irgendwann mal abgerissen werden soll, was halt gar nicht mehr geht. Ich meine, das Dach ist nicht mehr das dichteste, es ist das Beste, es sind relativ viele schädliche Materialien, hey, es ist ein 70er Jahre Fertighaus. Und wenn das eben nicht mehr geht, wollen wir dann gern ein kleines Tiny House, Holzhaus bauen, was wirklich von Grund auf nachhaltig durchdacht ist. Da gibt es irgendwie eine Elektroheizung mit einer Solaranlage.
es sind einfach natürliche, gesundheitsfördernde Materialien verbaut, ganz viel Holz, ganz viel Stein und einfach was dem Körper gut tut, was aber auch möglichst selbsterhaltend ist und sich so ein bisschen selbst refinanziert, nicht gegenüber dem Finanziellen, sondern gegenüber der Erde und da eben nichts Negatives dem Planeten und den Menschen antut. Super schön kalt und wir brauchen keinen großen Kühlschrank, weil wir alles, was wir containert oder geerntet haben, hier im Keller lagern können. Genau, und wir haben auch endlich jetzt genug Platz hier für unsere ganzen Sirups und andere schönen Sachen und unsere Marmeladen. Im Beet ist ja noch nichts und deswegen haben wir das eigentlich alles jetzt containert, auch hier die Gurken. Und das ist schon auf jeden Fall sehr krass, dass das eigentlich alles aus einer Mülltonne war. Bei der ist, glaube ich, das Problem, dass die hier diese gelbe Stelle hat und der Konsument das dann halt nicht mehr essen mag. Oder die Banane ist zu gerade. Nein, die Banane, da ist das Problem, die ist einzeln. Und man kauft ja lieber Bananen, wenn die so im Busch sind. Und einzelne Bananen sind ja ungenießbar. Und deswegen landen sie in der Tonne. Ja. Das haben wir auch alles aus der Tonne. Ja, stimmt, diese Hafer. Gerade noch eingefallen. Das war krass, haben wir irgendwie vor ein paar Tagen gefunden. Weil die eingeditscht sind. Nicht, weil sie irgendwie abgelaufen sind. Ablaufen tun sie erst 22. Klar kann man sagen, wir hatten an der einen oder anderen Stelle Privilegien, dass wir das hier machen dürften. Klar, allein, dass wir irgendwie dieses Haus halt so übernehmen konnten und durften, ist totales Privileg. Aber ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle auch einfach Entscheidungen für uns getroffen, die teilweise hart waren, die aber auch gut waren, wo wir einfach hinter uns standen und gesagt haben, hey klar, wir könnten uns jetzt hinsetzen und einen 40 Stunden Job die Woche machen. Und da irgendwie fest angestellt sein. Und am Ende halt auch einfach echt viel Geld. Am Ende auch deutlich mehr Geld zu haben, klar. Aber so von dem Geld kannst du dir letztendlich heutzutage auch nicht mehr viel kaufen. Und es ist viel geiler, hier also irgendwie sein eigener Chef zu sein, seine Zeit so einzuteilen, wie man möchte, sich das Geld zu verdienen, was man braucht und was man haben möchte. Und die restliche Zeit wirklich irgendwie leben zu können. Und halt irgendwie sagen zu können, hey, das ist mein Leben, ich mache mir das schön. Ich pflanze mein eigenes Gemüse an, ich bin happy, ich entdecke, wie die Natur eigentlich funktioniert und lebe nicht in so einem durchgetakteten Stadtrhythmus. Ja. Ich will nicht mit 70 sagen müssen, so hätte ich mal das und das anders gemacht oder so, ne? Ich finde, du hast ja nur so deine begrenzte Lebenszeit und du weißt ja auch nie, was passiert. Also ich meine, wer sagt mir nicht, dass ich in, keine Ahnung, 6 Jahren eine Diagnose bekomme, die... Also das weiß man ja nicht und deswegen finde ich halt, sollte man alles dafür tun, erstmal um auch gesund zu bleiben und dazu gehört halt auch, dass man Stress minimiert, dass man Pestizide und ganz viel Umweltbelastung minimiert und ich glaube, das habe ich hier in diesem Haus und in diesem Garten halt das erste Mal wirklich verstanden und gelernt, ne? Wie gut es halt tun kann, einfach aus zum Beispiel aus diesem ganzen Stadttrubel rauszukommen und keine Ahnung, ich habe früher nicht jeden Morgen Yoga gemacht oder nicht mal mehr einmal die Woche so, ne? Und ich hatte immer Rückenschmerzen. Und ich glaube, das war für mich so das größte Learning, seit wir hier sind.